Es ist wie eine Schatzsuche. Man hat eine Karte mit vielen kleinen Hinweisen, aber erst wenn man sie richtig kombiniert, findet man den Weg zum Schatz. Ähnlich ist es mit unseren Produktdaten. Erst wenn man sie richtig verwaltet und verknüpft, findet man den Weg zu einem zukunftssicheren und wettbewerbsfähigen Unternehmen. Aber wie nutzt man diesen Datenschatz eigentlich optimal? Ich brauche eigentlich einen Datentopf. Wenn ich viele Datentöpfe habe, die verstreut sind, dann bringt es nichts. Also einheitliche Prozesse, einheitliche Produktstandards, einheitliche Datenstandards. Erreiche ich eine einheitliche Datenqualität, kann ich daraus viel mehr Erkenntnisse ziehen, als wenn ich eine variable Datenqualität habe. Ich muss dafür sorgen, dass die Prozesse harmonisiert werden, damit die Datenqualität eben stimmt, weil nur mit einer bereinigten Datenbasis kann ich digitalisieren. Jedes Digitalisierungsprojekt ist erstmal ein Aufräumprojekt. Um eine wirklich gute Datenqualität zu erhalten, muss ich natürlich ein Stück weit kontrollieren. Und zwar nicht die Mitarbeiter, sondern die Daten. Und den Mitarbeitern dann natürlich auch Tools zur Hand geben, dass es ihnen so einfach wie möglich gemacht, Daten vollständig und auch richtig zu pflegen. Es ist tatsächlich sehr häufig der Faktor Mensch, der viele Jahre lang quasi Dinge auf die gleiche Art und Weise gemacht hat und jetzt kommen neue Systeme, neue Prozesse, neue Methoden und man muss die Menschen mitnehmen. KI ist aber auch kein Selbstzweck, sondern es muss dem Unternehmen, es muss dem Anwender und es muss den Mitarbeitern tatsächlich in der täglichen Arbeit nutzen. Das in die Prozesse reinzubringen, das ist eine der größeren Herausforderungen. Wir sind erstmal dabei, Stammdaten zu definieren. Wir sind dabei, Baukästen zu definieren, sodass wir mit den Baukästen versuchen, das Varianzschema der Produkte einigermaßen einzugrenzen und dann über eine Konfiguration zu einem schneller definierten Endprodukt zu kommen, was dann auch den Marktanforderungen entspricht. Dann können wir vielleicht mit KI-Modellen schauen, wie wir noch schneller werden, dann die Produkte so intelligent machen, dass sie über IoT gemonitort werden können. Und dann kommen natürlich viele Aspekte, die eigentlich keine Trends sind, sondern Regulatorien sind. Lieferkettengesetz, Sustainability, was ist in meinen Produkten drin? Das ist schon ein großer Aspekt. Und wenn man dann noch so ein bisschen fancy Technologie reinmischt, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei.